Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen Video hier. Hier möchte ich zeigen, wie man in so einen Rumpf eben Spanten reinkonstruiert. Ich habe das hier schon mal gemacht und das möchte ich jetzt gleich nachvollziehen. Da seht ihr hier, das ist die Wurzel der Tragfläche und die kann man dann ausblenden. Da sieht man hier, das sind die Spanten und da ist hier ein Gewinde drin und da werden dann Schrauben reingedreht. Also so soll das Ganze dann später im Flugzeug aussehen. Und die Spanten, die schmeiße ich jetzt auch erstmal weg. Wichtig ist, dass ich den Rumpf hier habe und dass ich weiß, wo ich die Rippen hin konstruieren möchte. So, dafür machen wir die Wurzel mal wieder an und wir konstruieren erstmal hier jetzt zwei Objekte rein. Und zwar, das sind einfach im Part-Design-Modus neue Körper. Das heißt, ich deselektiere alles, gehe auf Körper und dann haben wir hier einen neuen Körper generiert. Da machen wir eine Zeichnung rein und die Zeichnung, die wird hier auf der, wohl machen wir das so? Ja, das werden wir schon so machen, auf dieser Ebene hier konstruiert. Und das mache ich lieber nicht. Da machen wir erstmal eine Datum Plane und dann ziehen wir uns die Datum Plane hier entsprechend hin. Okay, das heißt, wir gehen her, zeigen die Flächen und Linien etc. an, wählen die hier aus und wählen die aus. Die soll auch dann aktiv bleiben. So, und dann machen wir eine Datum Plane. Das machen wir hier mit diesem Icon und dann wird die hier rüber geschoben. Das heißt, wir gehen hier hin in Z-Richtung und das geht, aber wir wollen nicht drehen, sondern verschieben in Z-Richtung 150 mal probieren. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt kann man sich das hier, man kann sich überlegen, soll die Rippe eher hier auf der Seite von dem Loch sein oder davor. Machen wir die ruhig mal hier, damit hier mehr Platz ist. Und das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Da soll die zum Beispiel hin. Und dann wird die 3 mm dick. Und dann kommt noch hier diese Sache dran. Okay, dann können wir die Datum Plane hier abschließen. Und auf diese Datum Plane, da erzeugen wir jetzt, die wird so selektiert. Wir können die auch hier selektieren. Die muss nicht unbedingt sichtbar sein. Das stört ja auch stellenweise. Und dann machen wir da eine neue Zeichnung drauf. Das wird jetzt hier so dargestellt. Wir können das mal gerade rumdrehen. Das heißt, es müsste die Ansicht sein. Und dann können wir uns hier ein Rechteck zeichnen. Das Rechteck, das sollte groß genug sein, dass der Rumpf später da ausschneiden kann. Und hier unten, da müssen wir dann wirklich aufpassen, dass wir es da halt nicht so übertreiben. Da kann man jetzt hier das umstellen. Da können wir aber jetzt wieder von der anderen Ansicht uns das ansehen von da. Und dann kann man das hier so, kann man sich auch hier so ein bisschen, warum der jetzt diesen Rumpf da so dunkel macht, das weiß ich auch nicht. Also das hier, das soll eben so weit gehen, dass der Rumpf da wirklich reinsägt und das auseinanderteilt. So ist es eigentlich ganz in Ordnung. So, dann können wir die beiden hier ruhig einmal symmetrisch machen zu dieser Linie und schließen das Ganze und erzeugen daraus eine Aufpolsterung in Dicke 3 mm. Schauen wir uns das von oben nochmal an. Das ist auch schmal genug. So sieht das dann aus. Und jetzt erzeugen wir hier einfach einen Schnitt. Dieses Teil wird mit dem Rumpf geschnitten. Bevor ich das mache, werde ich den Rumpf einmal kopieren, indem ich diese Funktion hier wähle. Oder wie gesagt, im Part über Formteil Create a Copy Form aufbereiten. Dann habe ich hier den neuen Rumpf. Da ist der neue Rumpf.
Das Teil hier, da mache ich auch mal so eine Kopie von. Mache das jetzt wirklich mal über die von mir hier kopierte Funktion. Jetzt habe ich hier einmal die Fläche da und den Rumpf, und dann gehen wir in den Part-Modus und wählen hier und dort den Befehl Auseinanderschneiden aus. Dann sehen wir, da hat er das auseinandergeschnitten. Genau, wir müssen das aber noch ein bisschen anpassen. Das heißt, ich gehe noch mal hier in das Pad rein auf den Sketch, und zwar hier oben. Das muss natürlich auch passend sein. Das heißt, ich mache den Rumpf mal wieder sichtbar. Und zwar, der muss ja auch daraus geschnitten werden. Machen wir uns den hier mal so an. Und wann ist der daraus geschnitten? Gucken wir uns das mal hier von der Seite an. Also die soll ja nicht bis oben hingehen, die Spante. Also da können wir es enden lassen. Wir schließen das einmal. Und jetzt sieht man, da hat er die Spante da rausgeschnitten. So ganz gefällt mir das jetzt nicht. Ich nehme mal erstmal das hier wieder raus. Löschen wir das. So, wir haben, den können wir auch löschen. Also ich habe hier den Rumpf und diese Fläche hier. Und dann machen wir das nochmal, ihr beiden, und ihr werdet ganz einfach ausgeschnitten. So, dann können wir den Rumpf, diesen hier einmal ausblenden. Jetzt sieht man, das sind wirklich die Teile, die wir brauchen. Hier können wir jetzt schauen, welches brauchen wir davon. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Und das auch nicht. Und da ist mein erster Spant fertig. Dann machen wir den zweiten direkt noch dabei. Und zwar, ich gehe wieder, indem ich alles deselektiere, im Part Design Modus in den erzeuge ich einen neuen Körper. Da machen wir jetzt genau dasselbe. Wir selektieren, lassen die hier anzeigen. Das ist das muss bitte sichtbar sein. Eine Datum Plane, und diese Datum Plane, dann machen wir die erstmal wieder unsichtbar hier, und die wird nun verschoben in Z-Richtung. Und da machen wir mal einfach 300, und dann schauen wir uns an, wo das liegt. Viel zu weit da hinten. Können wir uns das so schieben, und jetzt können wir das hier ein bisschen zurückschieben. Okay. Können wir uns von oben angucken. So sieht das aus. Da kommen ja die 3 mm drauf. Lassen wir das einfach so bestehen. Okay. Und da zeichne ich jetzt wieder genau, machen wir unsichtbar, zeichnet da auch so macht dann eine Zeichnung drauf, und wir machen den Rumpf ruhig wieder sichtbar und ruhig mit dieser Funktion hier. So, dann zeichnen wir den wieder ein Rechteck. Das wird jetzt ähnlich wie das gerade. Gucken wir uns das hier. So soll das Ganze sein. Kann sich das hier auch anschauen. Jo, so ist das gut. Und hier unten, da machen wir wieder die Standardansicht, und dann ziehen wir das hier so. Das ist nicht ganz einfach zu bewerkstelligen.
Standardansicht. Das muss jetzt wahrscheinlich da so sein. Ja, genau. So, da soll es ja auch reinschneiden. Und wir schließen das Ganze, machen da eine Aufpolsterung, diesmal aber in die umgekehrte Richtung. Und wiederum 3 mm. Okay, und da machen wir jetzt auch den Schnitt. Das heißt, wir machen uns eine Kopie wieder von dem Rumpf hier und eine Kopie von diesem Body. So, der und der, ihr beide, ihr werdet bitte da wieder in den Part-Modus wechseln und ihr werdet geschnitten. Und dann haben wir genau wieder vorne jetzt auch den Spand. Und dann machen wir das hier auf, selektieren den, du bist weg, du bleibst stehen und die beiden kommen auch weg. So, jetzt habe ich hier zwei so Spanten und die kann ich jetzt erstmal mir hier rausholen, indem ich davon auch solche Kopien mache, entweder hier im Part-Modus oder im Part-Design-Modus habe ich die mir hierhin kopiert. Das solltet ihr genauso machen, die braucht ihr ganz oft. Dann haben wir hier den Spand 1 und da den Spand 2. So, aus denen machen wir jetzt neue Körper. Das heißt, einfach selektieren, neuen Body und schon habe ich da einen neuen Körper mir generiert. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel dieser Spand, der soll nicht voll Material sein, der soll halt ein Loch haben. Also zeichnen wir hier, machen wir eine Zeichnung drauf und da nehmen wir ein Spline. Das setzen wir aber um auf Spline geschlossen. Und dann geht man hier so her und zeichnet sich jetzt hier so ein Teil rein. Das kann ruhig da durch den Mittelpunkt gehen. So, wichtig ist, dass auf der rechten wie auf der linken Seite dieselbe Anzahl von Punkten herrscht. Da machen wir es auch hier noch durch die Mitte und da beenden wir es. So, jetzt können wir erstmal die jeweils symmetrisch machen, also die beiden zu dem symmetrisch, die beiden zu dem symmetrisch, die beiden auch zum Mittelpunkt symmetrisch, die beiden, na komm, ihr beiden bitte auch symmetrisch, die beiden symmetrisch. So, und jetzt kann man die sich so zurechtziehen, dass man meint, es sieht gut aus. Die kann man ein bisschen nach unten setzen, den ruhig auch. Das kann man ein bisschen nach außen fahren. Okay, gefällt mir. Sage ich schließen. Dann machen wir da einfach ein Loch raus. Das heißt einmal hier und dann habe ich den Spand halt ein Loch da drin. Jetzt möchte ich halt hier ein Pad draufsetzen. Da bleiben wir im Part Design Modus. Wir beenden erstmal die Funktion hier und erzeugen da eine neue Zeichnung. Wir deselektieren erstmal diesen zweiten hier und da sieht man jetzt, wo ich hin möchte. Da möchte ich also so ein Teil rein konstruieren. Da machen wir einfach ein Rechteck. So, das wird erstmal symmetrisch dazu. Kann da so anfangen, bis da gehen. Jetzt kann man das hier so ranziehen. Das kann ruhig bis oben hingehen. Okay. So, das schließen wir. Das muss ja gar nicht so breit sein. Das heißt, ich
ziehe das erstmal hier so ein bisschen rüber. Das heißt, wir müssen natürlich wieder den Sketch öffnen. Das kann ruhig ein bisschen schmaler werden. So zum Beispiel. Schauen wir uns das nochmal an. Jo, so sieht das gut aus. Schließen das, machen eine Aufpolsterung. Die Richtung ist okay. Und das ist ein bisschen zu breit. Dann machen wir das ein bisschen schmaler. Gucken wir mal, wie es wirklich sein muss. Also da ist es zu schmal mit 7, also 8. Sollte funktionieren. Muss man 9. Okay. So, ich will auch gar nicht den zweiten Spann auch noch machen. Dann seht ihr dasselbe nochmal, was ich mache. Das heißt, da wisst ihr dann, wie es da auch geht. Jetzt habe ich ja hier dieses Loch und da möchte ich jetzt ein Gewinde hier rein bohren lassen, dass da ich eben eine Schraube reindrehen möchte. Die Schraube, die mache ich mit der Workbench. Wo habe ich sie? Fasteners heißt die. Und da gehen wir jetzt her, müssen erstmal alles hier anzeigen. Das geht hier mit diesem Punkt. Und dann fahren wir hier rüber, da wirklich darauf achten, dass man hier in dem Fenster bleibt. Und dann haben wir hier die Gewindeschneider für, das ist für metrisch, das ist für, wie heißt es hier, Inch Sizes. Wir wollen aber metrisch haben. Also nehmen wir diesen hier und den habe ich gewählt und da ist er da. Und dann liegt er hier vorne so mitten matschig drin. Da wählen wir jetzt erstmal die richtige Schraube aus. Das heißt, wir gehen auf Modell, ziehen uns das hier so ein bisschen nach oben, dass wir hier tippen können. M6 soll das nicht sein, das soll M4 sein. So, da passiert erstmal nicht viel, dann klickt man einmal hier so rein und dann wird das dünn. Dann geht man auf, gerade mal schauen, Thread, da steht auf False. Dann stellt man das auf True und dann kann man erstmal einen Moment warten. Okay, da ist der Thread da drauf. Das sieht man dann hier. Da ist also das Gewinde drauf. Dann müssen wir den jetzt noch an die richtige Position verschieben. Dafür gehe ich hier über Placement und dann haben wir hier die Position in X. Also der Rumpf, die Tragflächen fangen, glaube ich, genau bei 150 an. Also gehen wir erstmal auf 150. So mittig ist das Ganze. Hier sieht man immer, wenn er was zu tun hat, da muss man wieder ein bisschen warten. Okay, da haben wir es
fest. Dann kann man sich überlegen, wie hoch muss das Ganze sein. Da gucken wir mal, wie lang ist das Teil. So, 20 mm ist das, also kommt das auf 20 nach oben und nochmal die Hälfte, also 30, aber dann machen wir 35. Also in Z gebe ich hier mal 35 mm ein. Das geht jetzt auch ohne Berechnung, so wie es scheint. Oder, ne, da ist er doch schon wieder am Rechnen. Ich hoffe mal nicht so lang. So, da ist er erstmal fertig. Bevor man das macht, man kann natürlich auch, das wäre vielleicht sowieso sinnvoll gewesen, den Thread erstmal auf False stellen. Und dann kann man den erstmal so platzieren, weil dann geht die Berechnung natürlich wesentlich schneller. Ich meine, das hier wäre plus 1868. Nee, das ist es nicht. 162 auch nicht. 64. ...165. So, da müsste der Thread jetzt hinkommen. Und M4, jetzt können wir den Thread wieder anmachen. Thread 2, einmal hier reinklicken. Dann sieht man hier, wie der Prozessor zu tun bekommt. Und dann wird der Thread da wieder berechnet. Okay, da sind wir fertig mit dem. Gucken wir uns das mal an. Das Teil geht hier wirklich durch. Also, was machen wir jetzt? Wir warten erst nochmal, bis er hier seine Berechnung gemacht hat. Dann machen wir hier von diesem Körper auch einen neuen Körper. Das heißt, wir gehen wieder hier raus in den Part Design Modus und erzeugen hier raus wieder so einen Zwischenkörper und aus dem ruhig auch. Das kann wieder ein bisschen dauern. So, da wird er wieder ein bisschen langsamer, ist er gleich fertig.
Da haben wir jetzt die beiden, das ist der Spand, das ist der Tab, oder der Screw-Tab nennt er das. Also wir selektieren die beiden, dann über den Part-Modus die Funktion Differenz wählen und einfach ausführen lassen und wieder warten, bis er das berechnet hat. So, da hat er den Cut produziert. Wir können jetzt einfach mal die Wurzel hier unsichtbar machen und dann sieht man, da ist es drin. Das können wir jetzt entweder direkt exportieren oder halt auch nochmal hier umwandeln und dann exportieren. Spielt keine Rolle. Das können wir dann importieren in Cura und drucken lassen. Dann nimmt man eine M4 Schraube, Metall, keine Kunststoffschraube, dreht die da rein und dann dreht die sich relativ einfach da rein und zieht dann noch das, schneidet noch das Gewinde ein bisschen nach und gegebenenfalls kann man dann auch später eine Kunststoffschraube da reindrehen, das habe ich aber noch nicht probiert. Die Stahlschraube hält sehr fest da drin, ich würde das für ein Flugmodell durchaus nutzen, das werde ich auch genauso machen. Gut, wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da und dann würde es mich freuen, wenn ihr auch die Glocke klickt. Und damit wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.